Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Playmocast. In diesem heutigen Video werde ich euch die NHL-Lizenz vorstellen, die es bei Playmobil gab. Die NHL-Lizenz aus den Jahren 2016, 2017 und 2018. Da ist nämlich eine Menge passiert. Man muss sagen, eine Menge passiert, aber nicht für unseren Kontinent, sondern eher für den nordamerikanischen Kontinent, denn es betraf Kanada und die USA. Da gab es eine ganze Menge an Sets und wenn ich sage eine ganze Menge an Sets, dann muss ich genauer werden und sagen, es gab die komplette NHL-Lizenz, also das volle Programm, alles, was man sich so vorstellen kann. Und ich finde, das ist aus heutiger Sicht sehr, sehr schwer vorstellbar, gerade wenn man weiß, dass es Lizenzen von Playmobil erst 2015 gab und das eigentlich so noch ein sehr, sehr junges Thema war. Und da hat man hier gleich 2016 volle Pulle losgelegt mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ist wirklich, muss ich nochmal wiederholen, aus heutiger Sicht komplett unvorstellbar, was da passiert ist. Denn ich habe hier eine kleine Übersicht mitgebracht und zeige euch mal, was es im Detail alles gab. Also es gab so gut wie jeden einzelnen Spieler einer Franchise und dazu den Goalie. Also das ist eine ganze Menge an Figuren, eine ganze Menge an Sets sozusagen. Und wenn ich mir so vorstelle als NBA-Fan, wenn die das mit den 30 Teams der NBA gemacht hätten, dann wäre das schon heftig und so starten wir hier direkt mal rein und gucken uns mal direkt im Detail an, was hier passiert ist. Und dann gucken wir hier direkt einmal auf die Pacific Division mit den Anaheim Ducks, mit den Calgary Flames, mit den Edmonton Oilers, mit den Los Angeles Kings, mit den Arizona Coyotes, mit den San Jose Sharks und mit den Vancouver Canucks. Und da muss man echt schon sagen, wenn man sich hier die Sets anguckt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Ausarbeitung der Figuren. Wir haben alle möglichen Details dabei. Wir haben wirklich Sportfiguren, die so aussehen wie im echten Leben. Und also muss ich hier echt sagen, dass diese Sportfiguren, die von Playmobil in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, in den letzten Jahrzehnten auf den Markt gekommen sind, die waren nicht immer die besten, muss man ganz klar sagen, weil mir irgendwie so ein bisschen die Authentizität gefehlt hat. Also es sah halt nicht authentisch aus und ja, da waren immer so ein paar Fantasiemuster drauf. Hier ist das natürlich nach Originalvorbild perfekt gelöst, muss man ganz klar sagen. Es ist eine sehr, sehr tolle Umsetzung hier. Man erkennt sofort, um welche Figur es sich hier handelt, wenn man so ein bisschen die NHL verfolgt. Und ja, das ist eine sehr, sehr coole Gestaltung, muss man auf jeden Fall sagen. Wir gehen hier mal einmal weiter in die Central Division mit den Chicago Blackhawks, mit den Colorado Avalanche, mit den Dallas Stars, mit den Minnesota Wild, den Nashville Predators, den St. Louis Blues und den Winnipeg Jets und hier wieder das gleiche. Also es ist einfach sehr, sehr toll gestaltet einfach. Ich glaube, hier gibt es keine zwei Meinungen. Die Figuren sind wirklich ziemlich Weltklasse, so kann man das sagen. Also kann man hier kurz vor Beginn des Stanley Cup Finals nochmal so ein bisschen auf den Geschmack kommen, wenn man sich die Figuren anguckt, die teilweise sogar online noch erhältlich sind. Da müsst ihr mal reinschauen. Also ja, gibt es offiziell nicht vom Playmobil, aber ein paar von denen kann man auf jeden Fall noch kriegen. Wenn wir ja mal weitergehen in die Metropolitan Division, dann sehen wir hier die Carolina Hurricanes, die Columbus Blue Jackets, die New Jersey Devils, die New York Islanders, die New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins und die Washington Capitals. Also sehr, sehr große Auswahl, wie ihr schon seht. Alle damaligen Divisions waren nicht vertreten und hatten dann ja, zwei Figuren, wie gesagt, den Spieler und den Goalie. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Atlantic Division mit den Boston Bruins, mit den Buffalo Sabres, mit den Detroit Red Wings, den Florida Panthers, den Montreal Canadiens, den Ottawa Senators, den Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs. Also einfach, ja, das ist einfach noch stark, muss man sagen. Also einfach nur Weltklasse, kann ich nur so wiederholen. Finde ich immer noch unglaublich, was da passiert ist.
Also, ja, fehlen mir so ein bisschen die Worte. Gerade wenn man sich so die Fülle der Sets anguckt. Wir haben noch so ein paar Zweierpacks dabei, die im Laufe der Zeit auf den Markt kamen. Zum Beispiel die 9012 mit dem Bruins und dem Rangers-Spieler, die 9013 mit dem Canadiens und dem Maple Leafs-Spieler, den 9014 mit dem Blackhawks und dem Red Wings-Spieler. Und natürlich haben wir mit der Produktnummer 9015 die Präsentation des Stanley Cups auch noch dabei. Also hier ist wirklich alles, was du brauchst. Hier hast du jedes einzelne Set dabei. Und natürlich habt ihr auch hier die Möglichkeit, wie in diesem Beispiel, ich habe hier mal wegen Leon Draisaitl, wegen des Deutschen von den Oilers, habe ich auch mal den Oilers Stickers Bogen hier mitgebracht. Und hier seht ihr, dass ihr da volle Möglichkeit habt, eure Playmobil-Figur individuell zu gestalten. Also könnt ihr jeden Spieler hier abbilden, den ihr möchtet, den ihr gerne spielen möchtet. Also habt ihr hier komplett alle Nummern dabei, könnt ihr kombinieren, wie ihr wollt. Also das ist sehr, sehr cool, sehr, sehr stark gemacht. Und auch noch mit dabei ist die Produktnummer 9016. Hier habt ihr die Anzeigetafel mit den Referees dabei. Also das ist auch schon eine sehr, sehr coole Ausarbeitung. Muss man hier wieder sagen, alle Logos der Teams sind hier mit abgebildet. Außerdem gibt es hier mit der Produktnummer 9176 den Locker Room, also die Umkleidekabine mit Coach, mit Taktiktafel und allen möglichen Details, die hier noch zur Verfügung stehen. Auch eine sehr, sehr starke Auswahl an Elementen des Eishockeysportes. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Zamboni Machine, also die Eisbearbeitungsmaschine mit der Produktnummer 9213 und 5069, also beide Produktnummern gab es hier. So könnt ihr dann natürlich eure Eisfläche auch wieder glätten. Das ist ganz cool. Wir haben darüber hinaus natürlich auch noch einen Adventskalender mit der Produktnummer 9017. Den gibt es hier wie gesagt auch. Dann haben wir mit der Produktnummer 5071 so eine NHL Shooting Practice. Die ist auch noch mit dabei. Und natürlich das absolute Highlight haben wir auch in der Sportfolge mit Lorenzo Ligresti schon besprochen. Die Produktnummer 5068, die NHL Arena, die ihr ganz individuell gestalten könnt. Also viel besser geht's nicht. Ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr perfekte Ausarbeitung einer Sportlizenz, muss man einfach sagen. Hier hat Playmobil gezeigt, was alles möglich ist, wie man so eine Lizenz sinnvoll nutzen kann. Das ist eine riesengroße Auswahl und einfach die perfekte Playmobil-Lizenz, wie ich finde. Ja, ich hoffe, ihr habt hier ein paar Informationen aus diesem Video bekommen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und wenn ihr wollt, hört gerne auch bei Spotify in den Podcast mal rein. Liebe Grüße und bis bald.